Moin zusammen, herzlich willkommen bei Prosimo. Ich wollte euch heute ganz gerne mal zeigen, was wir aktuell so für Projekte haben und was wir so arbeiten, was wir die Woche so geschafft haben oder das Jahr schon so geschafft haben. Und fangen hier direkt an mit dem ersten Projekt. Das ist auch ein Kit-Projekt. Das heißt, wir entwickeln hier gerade einen Umbausatz für einen Berlin-Roller, IWL Berlin. Das Projekt ist schon ein bisschen älter, läuft jetzt schon ein paar Monate. Da haben wir auch einen Mittelmotor eingebaut mit einem Antrieb über einen Riemen, womit wir das Hinterrad direkt antreiben und dem gleichen Motorsteuergerät und dem gleichen Akku-Package, wie wir es auch bei unseren Vespa-Rollern haben. Das Projekt ist schon so weit, dass wir die ersten TÜV-Zertifizierungen durchführen, dass wir die ersten Versuche durchführen. Die erste Probefahrt in Betriebnahme haben wir diese Woche. Und dann wird das unser allererster offizieller zugelassener Prototypen IWL Berlin Roller. Hinter uns sehen wir hier auch ein Prototypenprojekt, kundenbegleitend. Das heißt, wir haben hier im Kundenauftrag unseren ersten Large Frame Umbau hier mit einem großen Elektromotor und einer Scheibenbremse hinten mit 3 Batterie-Packages drin. Wir haben einmal eine Batterie, die kommt hier links an die Seite. Wir haben eine Batterie, die soll ans Beinschild kommen mit einer coolen Tasche. Und die zweite Batterie, die kommt hier oben anstelle des Tanks. Vorne ist schon ein Scheibenbremsen-Umbau gemacht worden von einer anderen Firma aus Stuttgart. Genau, das ist auch ein Projekt in der Pipeline. Den nehmen wir uns vor, sobald wir die ganz anderen Projekte geschafft haben, sowie auch die ganzen Prototypen, die hier oben im Regal stehen. Hier haben wir noch unsere beiden Small Frame Patina. Die sind vom Zustand genauso perfekt wie auch der Kundenroller hinter mir im Regal, die Large Frame. Das hier vorne ist unser eigener Vorführroller, mit dem fahren wir hier gerne mal in unserem Ort durch die Gegend. Das ist ein 50 km/h Kit mit einem Akku. Wie man hier sieht, ein Akku eingebaut anstelle des Tanks. Batterieanzeige ist einmal auf der Batterie, zusätzlich noch hier hinten in dem Edelstahlkasten integriert. Wir haben bei dem Roller auch noch 2 Besonderheiten. Zum einen haben wir die Möglichkeit, hier auch von außen den Roller zu laden. Hier über die zusätzliche Ladesteckdose. Dann müsste man nicht jedes Mal den Akku rausnehmen, sondern man kann auch hier direkt am Roller laden. Zusätzlich haben wir hier bei dem Fahrzeug die Bremse hinten auf den alten Kupplungshebel gelegt. Bremse vorne ist weiterhin auf dem rechten Hebel und unten an den Hebeln haben wir spezielle Bremslichtschalter montiert, die wiederum, sobald wir bremsen, ein Signal an unsere Steuereinheit schicken und dadurch wir aktiv rekuperieren. Das heißt, wenn wir beispielsweise vorne bremsen, bremsen wir mechanisch. Durch den Schalter geben wir das Steuersignal an die Steuereinheit. Die Steuereinheit bremst hinten, steuert hinten den Elektromotor so an, dass wir quasi aktiv mitbremsen. Das gleiche Setup haben wir hier auch bei der Vespa Super. Das ist ein Kundenroller aus Münster. Der hat ein 80 km/h Kit, hat natürlich noch ein fettes Upgrade bekommen für Fahrwerk und Bremse. Der hat beide Akkus hier integriert in die Karosserie. 2 Stück drin und kann auch zusätzlich am Fahrzeug direkt geladen werden. Das Setup für die Rekuperation, eine aktive Bremse, hat der Roller auch. Inzwischen haben das so ziemlich alle Roller. Genau, dann kommen wir mal zu den Kits, die wir jetzt diese Woche bauen müssen. Wir haben einige Bestellungen wieder reinbekommen und müssen natürlich auch die Bestellungen entsprechend mal abarbeiten. Jetzt haben wir hier unseren Elektromotor, den man hier ganz gut sieht. Der ist vorgefertigt, der hat hier den Heidenau Reifen drauf, den K80 SR 3,5er. Die Abdeckungen sind bereits vormontiert, die Stecker sind vormontiert. Der Motor kam gerade direkt aus dem Prüfstand auf dem End-of-Line-Test, wird jetzt verpackt. Alle Motoren werden immer in so einer Passform geliefert, damit beim Transport nichts beschädigt wird. Und das gleiche gibt es natürlich auch für unsere Steuereinheiten. Und wie man hier sieht, haben wir jetzt schon die zweite Produktionslinie angefangen aufzubauen, damit wir auch die Lieferzeiten so ein bisschen verkürzen können. Momentan sind wir tatsächlich bei 5 Wochen, aber wir wollen wieder auf 5 Werktage gehen. Das ist unser Ziel, deswegen bauen wir gerade fleißig auf. Hierfür die Kunden, die es auch mal interessiert, hier ist unser End-of-Line-Prüfstand. Das heißt wirklich jedes Kit
jedes Kit, geht immer über einen Prüfstand und da mache ich persönlich den End-of-Line-Test. Ich flashe die ganze Software, ich prüfe die mechanischen Komponenten, ich prüfe die Bremse, ich fahre Höchstgeschwindigkeitstest, ich fahre Leistungstest durch. Ich teste alles hier genau auf diesen End-of-Line-Prüfstand. Erst dann, wenn der Prüfstand fertig gelaufen ist und auch die 12-Volt-Versorgung funktioniert, die Akkus funktionieren, die Software funktioniert, dann kommt erst unser Klebesiegel drauf auf die Steuereinheit. Dann geht das Ganze nach vorne in den Versand, da wird alles eingepackt und dann für den Versand fertig gemacht und dann kommt meistens dann der Versandlieferant, Service holt die ganzen Pakete ab und dann wird es dann die Kunden versandt. So, jetzt zeige ich euch draußen mal die ganzen Projekte, die die Woche rein und rausgekommen sind. So, und dann fangen wir hier vorne direkt mal an mit der Vespa Super. Die kam rein, die bekommt ein Upgrade. Die hat aktuell schon ein Kit, ein Prosimo Kit 80 km/h, etwa 90 Kilometer. Und der Kunde möchte jetzt gerne ein Upgrade haben auf 100 km/h. Das ist eine Moto-Vespa, eine Vespa Super ursprünglich gewesen. Das Schöne bei den Vespa-Modellen ist, die haben ein Ablagefach vorne am Beinschild, da kriegt man das Ladegerät wunderbar rein. Das ist ein Riesen-Vorteil bei den Fahrzeugen. Der hat, genau, Blinker hat man damals eingebaut, den Lenkerenden noch zusätzlich. Ja, eine Nisa-Sitzbank. Top-Zustand. Dann haben wir hier ein Projekt, das ist jetzt fast fertig, das geht wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche raus. Das ist eine der allerersten Kit 100 Prototypen Aufbauten gewesen. Die Eintragung ist schon komplett fertig. TÜV abgenommen, die HU hat er auch schon bekommen, AU braucht er ja nicht. Die ganzen Feature, wie zum Beispiel die aktive Rekuperation über den Elektromotor, das ist hier auch schon eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt die Bremse für hinten auf den linken Kupplungshebel gelegt. Hier vorne ist die Bremse für vorne drauf. Auf beiden Seiten ist wieder ein Bremslichtschalter integriert, womit wir dann später aktiv rekuperieren können. Genau, dann haben wir hier zum Beispiel, können wir mal kurz zeigen, noch ein Ablagefach eingebaut, wo der Kunde einfach seinen Laptop oder was auch immer er mitnehmen möchte unterwegs reintun kann. Der Roller hier hat auch den 4 kW Antrieb mit dem gleichen Antrieb wie auch die Smallframe-Modelle es haben, und da ist der Power-Akku in der linken Seitenhaube integriert. Absolute Perle, frisch lackiert. Hier haben wir einen Roller, der rausgeht. Der ist gerade fertig aufgebaut, ist ein 80 km/h Roller. Hier haben wir nur noch mal ein Upgrade durchgeführt auf etwas neuere Software und Hardware-Komponenten. Eine mega schöne Patina. Also der Lack, der ist tatsächlich, ich glaube, unbehandelt. Der Roller ist einfach nur ehrlich, ist eine wirklich schöne Sache. Mega beliebt, die Patina-Fahrzeuge. Teilweise schon fast beliebter als die komplett restaurierten. Ist natürlich immer für jedermann Geschmackssache. Ich finde es klasse, absoluten Style. Der Roller marschiert extrem, weil er vorne, die Smallframe-Roller sind vorne halt extrem leicht. Genauso wie der neben uns. Und mit dem 80 km/h Kit und den knapp 170 Newtonmetern, der drückt ja schon ordentlich nach vorne, dass das Vorderrad regelrecht nach oben will. Hier haben wir gerade eine Vespa 50S, der ist gerade aufgebaut. Der geht raus. Das ist der erste Roller, der nach Paris geht. Den haben wir aufgebaut, komplett nach Kundenwunsch, genauso wie es der Kunde haben wollte. Die Farbe, das Setup, das Fahrwerk, die Sitzbank in dem gleichen Kederfarbe wie der Roller das ist. Hier bei dem ist zum Beispiel eine Besonderheit. Hier ist der Motor komplett in Schwarz. Ist momentan, wir bieten den jetzt inzwischen auch komplett in Schwarz an, in 30% Carbon. Kommt sehr gut an, passt auch mega gut als Schwarzstich zu dem ganzen Roller. Hier unten haben wir wieder 2 Akkus drin. Doppelakkusystem beim Kit 80. Beide Akkus sind entnehmbar. Und wir haben hier aber auch die Möglichkeit, die Akkus am Fahrzeug zu laden. Das heißt, hier ist wieder eine Ladedose am Roller von außen dran. Das ist auch total wichtig, dass wir quasi zack Sitzbank zumachen können. Wir können den Sitz abschließen, so wie allen anderen Rollern auch. Und wir können dann so, dass die Akkus sicher sind, die Akkus aber von
außen laden. Genau, cool. Auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Hier haben wir einen Roller reinbekommen. Das ist auch ein Roller für Paris. Das wird ein PK 50 mit Kit 50 Rollerumbau. Das heißt, der bekommt dann einen Akku unterm Sitz anstelle des Tanks. Genau, der Kunde ist sich tatsächlich noch nicht ganz schlüssig, ob er jetzt nur einen Akku unter Sitz nimmt oder ob er jetzt eventuell doch noch einen zweiten unter der linken Klappe nimmt. Das passt nämlich bei den Modellen sehr gut. Wir haben einen speziellen Halter, wo die Batterien dann unter die linke Seitenhaube passen. Und dann kann man quasi beide wunderbar rausnehmen oder auch wiederum am Fahrzeug laden. Genau. So, dann haben wir hier eine besondere Rakete von Scooter & Service. Der Roller ist gerade bei uns, weil wir ihn nochmal abstimmen müssen. Das ist der einzige und erste Prototyp mit einem sehr großen Motorumbau. Der macht der könnte knapp über 30 oder knapp 30 PS auf den Leistungsprüfstand drücken. 7 kW dauerhaft leisten. Der hat 2 Power-Akkus drin. Der eine Akku ist unter der linken Seitenhaube, der andere Akku ist hier unter der Sitzbank. Moment. Ist hier unter der Sitzbank. Ist halt ein Spezialumbau. Ist jetzt nicht unbedingt für die Privatperson selbst umzubauen. Das sollten dann eher gute Werkstätten durchführen. Die beiden Power-Akkus benötigen wir auch schon mindestens, um den großen Motor überhaupt mit Energie bedienen zu können. Genau, der ist gerade hier, weil wir den nochmal fein abstimmen, weil es wie gesagt halt einer da, oder nicht einer, sondern es ist der erste 7 kW dauerhafte Elektromotor. Genau, hier haben wir noch einen Roller, der geht raus. Darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber wir haben den Verbrennermotor revidiert. Das ist nämlich ein sehr guter Kunde, der bei uns schon über 4 oder 5 Elektroumbauten hat machen lassen. Und der hat uns dann gefragt, ob wir nicht auch, weil wir so gute Arbeiten machen, seinen Verbrennermotor reparieren können. Und da sagen wir natürlich nicht nein und haben hier nochmal eine Motorrevision durchgeführt. Dann haben wir hier das war eine VNB. Hier haben wir eine VNB, ist auch der gleiche Kunde wie bei der roten. Da müssen wir nochmal ein Upgrade durchführen. Das ist auch eine super Patina. Also der Roller, der ist auch einfach nur ehrlich. Der super Zustand, müsste aus den 60er Jahren sein. Hat auch eine super coole Sitzbank unter und noch so ein bisschen was Stylisches wie ein USB-Ladegerät unterm Sitz. Genau, der ist übrigens zum Verkauf. Den bieten wir zum Verkauf an. Und ja, wenn da Interesse besteht, einfach gerne melden. Denn der Kunde hat sich jetzt noch für einen anderen Roller entschieden. Und der Roller hier, der ist auch frei, der ist auch zum Verkauf, den bieten wir an. Da könnte man noch einen 50er, einen 80er oder 100er Kit einbauen. Das wäre noch frei zur Auswahl. Genau, cool. So, jetzt gehen wir noch mal rein. Ich nehme euch noch mal mit. Dann zeige ich euch noch mal abschließend, wie bei uns nachher die Kits eingepackt und versandt werden. Beispielsweise hier haben wir jetzt den Elektromotor mit der Schwinge. Den haben wir jetzt schön wie gesagt in so eine Passform drin. Dann kommt der Deckel da drauf und dann ist das wunderbar sicher eingepackt und da kann nichts mehr passieren. Dann haben wir natürlich noch, was zum Kit auch dazu gehört, ist natürlich die Steuereinheit. Ich habe gerade keine hier zur Hand, ist aber nicht schlimm. Ich kann euch das hier ran zeigen. Hier kommt nachher die Motorsteuereinheit quasi rein, auch geschützt. Und der Boden dafür ist das hier, das heißt, zack, dann den Deckel oben drauf und oben in die Ausfräsung kommen dann noch die ganzen Anbauteile wie das Gasrohr rein, Zündschlösser oder die Bremsenadapter, die Hupe etc. Und natürlich auch ganz zuletzt, nicht vergessen, das Gutachten. Wir haben ein Gutachten, wo die ganzen Modelle hinterlegt sind, egal PK, Vespa 50, 125, Primavera, ET3. Das ist alles hier in dem Gutachten drin, vom TÜV Nord. Genau, und hinten bei dem Gutachten ist natürlich auch nochmal genau beschrieben, welche Kit-Variante generell vom Gutachten betroffen ist. Hier kann man so sehen, aber wie gesagt, keine Sorge, bei jedem Kit
ist ein Gutachten vom TÜV Nord. Genau. Und da würde ich nächstes Mal noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. In einem separaten Video. Ich hoffe, du findest es cool. Lass mir ein Like. Soll ich hier noch was zu sagen? Nee, das war durch, ne? TÜV?